Hallo Leute, guten Tag, ich grüße euch und ich grüße Sie. Heute möchte ich darüber sprechen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, meine hochbrisante, explosive Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur, hier ist Band 1, zu schreiben. Und zwar bereits Mitte der 1970er Jahre hatte ich meinen Geschichtslehrer gefragt, weshalb in den Schulbüchern nicht ausgeführt wird, dass auch deutsche Frauen und Kinder auf der Flucht aus den deutschen Ostgebieten von Soldaten der Roten Armee grausam ermordet worden waren. Sie müssen wissen, meine Familie väterlicherseits wurde aus Westpreußen und Danzig vertrieben, wobei die Hälfte meiner Verwandtschaft ermordet wurde. Meine 6- und 8-jährigen Nichten wurden mit an den Kopf gehaltenen Pistolen gezwungen, die Massenvergewaltigung meiner Tante mit anzusehen. Mein Geschichtslehrer antwortete auf meine Frage ganz lapidar. Er sagte: Diese Gräueltaten der anderen Länder gegen die Deutschen stehen nicht auf dem Lehrplan und sind somit auch nicht relevant. Das ist bis heute so. Es gab und gibt also Opfer erster Klasse, das sind alle Nichtdeutschen, und Opfer zweiter Klasse, das sind alle Deutschen. Genau das war der Grund, warum ich mich schon als Jugendlicher für die Zeit des Dritten Reiches interessierte und schnell feststellte, wie unglaublich bei den Themen Hitler, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Flucht und Vertreibung gelogen, vertuscht, verfälscht und manipuliert wird. Und ich stellte noch etwas fest. Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das seine Geschichte zu seinen Ungunsten fälscht. Meine Buchreihe umfasst bisher 6 Bände. Ende November wird ein Sonderband erscheinen und ich arbeite gerade an Band 7. Als Vorwort zu Band 1 habe ich geschrieben: Am Anfang war das Wort, aber das Wort war eine Lüge. So könnte man mit einem Satz den gegenwärtigen Stand der wissenschaftlich-historischen Forschung über die Zeit des Nationalsozialismus und deren publizistischen Aufbereitung zusammenfassen. Und das auch noch rund 80 Jahre nach Hitlers Tod und 80 Jahre nach Ende des wohl schrecklichsten Krieges der Menschheitsgeschichte. Mit Lüge meine ich bewusste wissenschaftlich-politisch-mediale Auslassungen, Fälschungen, Manipulationen, tendenziöse Darstellungen und Zensuren, die uns ein Geschichtsbild aufzwingen, das jeglicher Objektivität Hohn spottet. Viele Behauptungen über das Wirken der Führungskräfte im Nationalsozialismus besitzen zwischenzeitlich allgemeine Gültigkeit und werden einfach als Fakt behandelt, obwohl diese objektiv gesehen gar keine Fakten sind. Sie entsprechen nur dem Political Correctness und werden häufig ungeprüft von den Medien übernommen. Doch Unwahrheiten aufzudecken und sie zu beweisen, kostet erfahrungsgemäß mehr Zeit und bedarf genaueren Quellenstudien, als Behauptungen einfach aufzustellen. Auch über 8 Jahrzehnte nach Ende des Dritten Reiches sind wir immer noch massiven Geschichtsfälschungen und Verfälschungen ausgesetzt. An eine objektive Aufarbeitung ist in Deutschland leider nicht zu denken. Eifrig damit beschäftigt, uns die Wahrheit näher zu bringen, ist der mit vielen Auszeichnungen und Preisen geehrte Professor Dr. Guido Knopp, der für die meisten Dokumentationen über die Zeit des Nationalsozialismus, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt werden, verantwortlich war und ist. Aber auch seine Bücher sind überaus erfolgreich, obwohl sie für einen objektiven Historiker und Journalisten der wahre
Albtraum sind. Häufig keine Fußnoten, keine Quellenangabe und Zitate, die einfach so im Raum stehen. Nichtsdestotrotz beeinflusst Knopp wie kein anderer mit seinen Dokumentationen und Büchern die Meinung von Millionen Lesern und Zuschauern an den Bildschirmen. Es war also Zeit, ihm und seinen Mainstream-Kollegen auf die Finger zu schauen und ihre oft haarsträubenden Behauptungen unter die Lupe zu nehmen. Genau das mache ich mit meiner Buchreihe. Die Ausgangslage der folgenden Bände ist das Mainstream-Geschichtsbild, das uns von sogenannten Experten wie den gerade zitierten Guido Knopp seit Jahrzehnten eingehämmert wird und genauso tendenziös ist wie das, was wir in den meisten Schulbüchern lesen können. Bei der Aufdeckung dieser Manipulationen und Verdrehungen agiere ich dabei als Journalist, der investigativ in der Vergangenheit recherchiert und fühle mich nichts anderem als der objektiven Recherche verpflichtet. Meine Erkenntnisse sind mit Tausenden von seriösen Quellen belegt und stehen gegen das zementierte Geschichtsbild. Diese investigative Recherche in der Vergangenheit ist ein völlig neuer Zugang zu dem Thema. Mein Schreibstil ist deshalb nicht trocken wissenschaftlich, sondern journalistisch, was aber nicht heißt, dass meine Bücher einer historischen Wissenschaftlichkeit entbehren. In jedem Buch gibt es zwischen 1500 und über 2000 seriöse Quellen. Kritikern rate ich deshalb zunächst, diese Quellen zu widerlegen, bevor sie das Buch und die Buchreihe diskreditieren. Der Leser, die Leser mögen ihr eigenes Urteil bilden. Ich agiere also als investigativer Journalist in der Vergangenheit und will Manipulationen, Lügen, Zensuren und Verfälschungen aufdecken. Ich kann und will aber auch kein abschließendes Urteil fällen. Es sind leider noch zu viele Schlüsseldokumente des Zweiten Weltkrieges unter Verschluss. Ungeachtet dessen glauben viele renommierte Historiker, jetzt schon die ganze Wahrheit zu kennen. Ein problematischer Ansatz, wenn noch so viele entscheidende Dokumente nicht freigegeben werden und wurden. Aber wiederum symptomatisch für unsere gegenwärtige Geschichtsschreibung. Der größte Fehler, den Historiker machen, ist, die Geschehnisse aus der heutigen Zeit heraus zu erklären. Heute weiß man, wie sich die Ereignisse entwickelten und deshalb ist es ein leichtes, darüber zu urteilen. Ich gehe jedoch vom Kenntnisstand der damaligen Zeit, und das ist wichtig, ich gehe vom Kenntnisstand der damaligen Zeit aus. Nur so ist das Handeln und Wirken der Personen objektiv und fair zu erklären. Ich versuche in meiner Buchreihe die Geschehnisse zwischen 1914 und 1945 aus Blickwinkeln und Quellen wiederzugeben, die entweder verschwiegen, unbekannt oder von der offiziellen Forschung ignoriert werden. Ich stelle politisch korrekte Gewissheiten in Frage und betrachte Fakten aus einer anderen Perspektive. Die Zeit ist nämlich reif dafür. Und zwar jetzt, genau jetzt. Deshalb suche ich nach der verlorenen Geschichte. Die Literatur über das Dritte Reich ist im Kern eine politisch korrekte Katastrophen- und Anklageliteratur. Die permanent negative Diktion hat zwischenzeitlich den Charakter einer Staatsideologie erreicht. Von objektiver Geschichtsforschung ist bei der alle Fakten auf den Tisch kommen, keine Frage. Nicht umsonst arbeite ich in dieser Buchreihe mit am Ende Zehntausenden von seriösen Quellen, die zumeist ignoriert, verfälscht oder manipuliert werden. Eine
objektive Geschichtsforschung zum Dritten Reich existiert in Deutschland nicht. Zwischenzeitlich stellt die negative Lebendigkeit des historischen Phänomens des Dritten Reiches für die Wissenschaft eine überlebensbedrohende Gefahr dar. Das meine ich wortwörtlich. Denn tatsächlich werden Abweichler, die die politische Korrektness gerade in diesem sensiblen Bereich nicht nachbeten, ausgegrenzt, verfemt und reflexartig als Rechte oder Nazis diffamiert. Meine eigene Erfahrung bestätigt das zu 100%. In diesem Sinne verharren unsere Regierungshistoriker im Bann eines staatlich fixierten Geschichtsbildes wie das Kaninchen vor der Schlange, ohne jene Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen, die Hitlers Handeln wirklich erklären könnten, und zwar ohne politisch korrekte Scheuklappen. Die Angst vor zu viel Aufklärung ist dabei charakteristisch. Ich bezeichne jene Wissenschaftler, die der staatlich propagierten Geschichtsschreibung den Mund reden, um ihre alimentierten Existenzen an den Universitäten nicht aufgeben zu müssen und nicht zu gefährden, als Regierungshistoriker. Stellen Sie sich einmal vor, ein Professor würde vor seinen Studenten dozieren, dass Adolf Hitlers Wehrmacht vom Ausland finanziert und mit Waffen versorgt wurde, ohne, ich behaupte und betone, ohne die sie hätte keine Feldzüge führen können und das Ausland deshalb mitschuldig am Krieg war, wie ich das in Band 1 in meiner Buchreihe belege und dokumentiere. Wenn dies ein Professor vor seinen Studenten erklären würde, was würde geschehen? Das wäre garantiert das Ende seiner Lehrtätigkeit und das Ende seiner gesellschaftlichen Existenz. Deshalb lieber schön brav bei der politisch korrekten Siegergeschichtsschreibung bleiben. So und nicht anders sieht die heutige deutsche Forschung über das Dritte Reich und Adolf Hitler aus. Historiker haben Angst vor zu viel Aufklärung, um ihre Existenzen an den Universitäten nicht zu gefährden. Mit ihren indoktrinären Einflüsterungen und interessenspolitischen Motiven beeinflussen diese Regierungshistoriker aber das Geschichtsbewusstsein der Gesellschaft und stecken das Geschichtsbild in erlaubt und nicht erlaubt ab. Das Dritte Reich ist so gesehen volkspädagogisch gefährlich, denn die Geschichtswissenschaftler haben Angst davor, dass eine allzu objektive Darstellung zu einer Rechtfertigung Hitlers oder zumindest zu einer Exkulpation der Deutschen führen könnte, und dieses ist mit allen Mitteln zu verhindern. In meiner Buchreihe erkläre ich hingegen das Handeln der Protagonisten aus damaliger Sicht heraus. Ich versuche, den Ablauf der Geschehnisse zum Beispiel durch die Augen von Adolf Hitler und anderen Zeitgenossen zu sehen. Nicht aus der arroganten Sicht jener, die jetzt nach so vielen Jahrzehnten wissen, wie die Geschichte verlief. Für mich, und ich wiederhole das, ist der damalige Kenntnisstand wichtig. Nur so kann ich die Motivation, das Agieren und das Handeln der Personen erklären. Außerdem ordne ich die Geschehnisse in die Gesamtgeschichte ihrer jeweiligen historischen Räume ein und zeige die wechselseitigen Durchdringungen und Kollisionen zwischen ihnen. Jedes einzelne Geschehnis steht nämlich im Kreuzungspunkt vieler Ursachenketten, die ihrerseits aus einer ungewissen Zahl anderer miteinander verknüpfter Fälle bestehen. Genau dies wird bei Hitler ausgelassen, wenn es um Fakten geht, die ihn in dieser oder jener Entscheidung entlasten könnte. Nur ein Beispiel. Der Zweite Weltkrieg wurde zu einem Weltkrieg, weil Großbritannien und Frankreich mit ihren Kolonien und Überseegebieten
dem Deutschen Reich den Krieg erklärten. Sie erklärten dem Deutschen Reich den Krieg, nicht umgekehrt. Und nicht, weil Hitler einen Weltkrieg wollte, ist der Weltkrieg entstanden, sondern weil England und Frankreich mit ihren Kolonien und Überseegebieten dem Deutschen Reich den Krieg erklärt haben. Aber es wird heute an den Schulen gelehrt, Hitler wollte einen Weltkrieg, was absolut Irrsinn ist und absolut falsch ist. Man lässt also einfach unliebsame Fakten aus, verkehrt sie ins Gegenteil und schon hat man die gewünschte Geschichte. Aber ich sage Ihnen und all meinen Kritikern, wir und Sie müssen es aushalten, die Wahrheit zu erfahren. Seien Sie nicht schwach, seien Sie stark. Wir müssen lernen, die Wahrheit auszuhalten. Wie schon angedeutet, wird die politische Umsetzung der Zeitgeschichtsschreibung heute durch einseitige, lückenhafte und verfälschte Lernmaterialien umgesetzt. Das historische Denken der Schüler wird so auf eine politisch völlig korrekte Weise quasi umgeschichtet. Und das ist so das große Problem, dass wir in der Schule nicht die Wahrheit lernen, sondern eigentlich nur das, was die Sieger uns weismachen wollten und was übernommen worden ist und heute noch nachgebetet wird. Es ist leider nicht möglich, und diese Schwierigkeit habe ich in Deutschland auf jeden Fall auch gehabt. Eine wirklich objektive Geschichtsforschung ist nicht möglich, und zwar wegen deutscher Zensur und Strafgesetze. Nämlich jeder, der das bestehende ideologische Dogma der deutschen Geschichtsschreibung, also die Alleinschuld, in Frage stellt, wird heutzutage als Revisionist diskriminiert, weil man ihm unterstellt, er würde die Geschichte des Dritten Reiches beschönigen und Untaten verleugnen. So geraten diese Forscher unter die Herrschaft des Generalverdachts. Die Folgen sind klar: strafrechtliche Verfolgungen und das Ende der beruflichen und gesellschaftlichen Existenz. Denn jeder, der als Revisionist beschimpft wird, steht heute auf der Stufe eines Verbrechers, eines Rechten, eines Nazis. Objektivität wird hierzulande mit Revisionismus gleichgesetzt. Dieses Totschlagargument macht eine neutrale Geschichtsforschung unmöglich. Billigen kann man Kriege und Völkermorde niemals, aber man kann darüber aufklären. Für mich bedeuten also die deutschen Zensurgesetze, die es in den USA nicht gibt, die es so in dieser Form fast nirgendwo sonst auf der Welt gibt, jedenfalls nichts anderes, als dass jeder, der die offizielle Siegergeschichtsschreibung anzweifelt, in Frage stellt und objektiv mit seriösen Belegen widerlegt, damit rechnen muss, ins Gefängnis zu kommen. Und zwar bis zu 5 Jahre. Damit kann man schlimmer bestraft werden als ein Drogendealer und ein Kinderschänder. Das müssen Sie sich einmal vorstellen. Wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Diktatur und einer Demokratie, wenn man nur noch sagen und schreiben darf, was momentan erlaubt ist? Ich wiederhole, damit auch der letzte meiner Kritiker versteht: Nicht Geschichtsverfälschung oder Geschichtsklitterung ist mein Anliegen, sondern eine objektive Beschreibung der Menschen und Umstände jener unheilvollen Zeit. Wahrheit tut weh, aber sie zu äußern ist niemals ein Verbrechen. Mein Bestreben ist es, ein sachlicher Analytiker zu sein, dem vorgestanzte Meinungen egal sind und der stattdessen Dokumente und Beweise sprechen lässt. Ich werde mich auch nicht dazu hinreißen lassen, eine ideologische Manipulation der historischen Hintergründe vorzunehmen, nur um den medialen Gutmenschen zu gefallen. In diesem Sinne bin ich tatsächlich ein Revisionist und bin dabei in guter Gesellschaft, denn jeder Wissenschaftler ist ein Revisionist, sonst kann er nämlich gar kein Wissenschaftler sein. Begreift das endlich.
Der Historiker Andreas Hillgruber schrieb bereits im Jahr 1986, ich zitiere: Nun ist Revision bisheriger Forschungsergebnisse das Natürlichste in jeder Wissenschaft, ja ihre Norm. Revisionismus aber ist zu einem polemisch gemeinten Begriff geworden, zu einem Kampfbegriff. Die Geschichtswissenschaft lebt wie jede andere Wissenschaft davon, dass bisherige Auffassungen durch neue Forschungen revidiert werden. Zitat Ende. Und genau das ist Revisionismus. Ohne das kann keine Wissenschaft bestehen. Hillgrubers Kollege Klaus Hildebrand ergänzte, ich zitiere: Ohne Unterlass, den überlieferten Kenntnisstand zu revidieren, gehört zum Beruf des Wissenschaftlers. Insofern kann ihm kein Vorwurf gemacht werden, wenn er seine Pflicht tut. Zitat Ende. Sie erkennen daran, für die gesamte Wissenschaft, egal in welchem Bereich, ist die Revision schlechthin grundlegend, denn die Moral der Wissenschaft fordert, die Argumente unabhängig von Herkunft, Motiven und Folgen zu prüfen. Die moralisierende Interpretation von Kontexten hingegen kündigt den wissenschaftlichen Diskussionsprozess auf, denn dieser lebt von neuen Entwicklungen und neuen Perspektiven und verpflichtet jeden Forscher de facto zum Revisionismus. Revision bedeutet nämlich eine sich immer wieder erneuernde Kritik nicht bloß an Einzelergebnissen, sondern auch an vorherrschenden Grundannahmen. Jede Revision wird über kurz oder lang zum Gegenstand einer neuen Revision. So funktioniert Wissenschaft, Verfassungsschutz. So funktioniert Wissenschaft. Auch oder gerade das Dritte Reich und Adolf Hitler müssten ein Gegenstand der Wissenschaft sein, aber einer Wissenschaft, die keine Dienerin der Politik ist. Wahrheiten willentlich zu verschweigen mag moralische Gründe haben, aber es verstößt gegen den Ethos der Wissenschaft. Und jeder, der sich dazu hinreißen lässt, ist lediglich ein Handlanger einer staatlich vorgeschriebenen Ideologie. Wer das anzweifelt, soll meine Fakten mit denen vergleichen, die in Geschichts- und Schulbüchern stehen, und versuchen, meine Quellen zu widerlegen. Die Wahrheit darf nicht von Nützlichkeit abhängig gemacht werden. Für mich ist klar, das Verhältnis zu jenem schwierigen Stück unserer Vergangenheit, nämlich Adolf Hitler und das Dritte Reich, muss der Wahrheit verpflichtet sein. Ich wünsche mir viel mehr Freiraum für historische Tabus, ohne automatische Verdächtigungen und Sanktionen politisch-ideologischer und gesetzlicher Art. Gerade jene, die die liberalen Werte mit markigen Worten bei uns verteidigen, müssen sie auch gegenüber Andersdenkenden praktizieren. Doch stattdessen werden diese kriminalisiert. Meine Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur, soll trotz alledem eine umfassende Diagnose der verschwiegenen Fakten und ein Mosaik der Zeugnisse über Adolf Hitler darstellen. Die ganze Wahrheit soll zu ihrem Recht kommen, frei nach dem Motto von Alexander Solschenizyn: Der Stoff der Geschichte sind nicht die Ansichten, sondern die Quellen. In diesem Sinne bitte ich Sie, meine Buchreihe zu empfehlen, zu lesen, zu prüfen. Ich bekomme jeden Tag viele Zuschriften von Ihnen. Diese Buchreihe füllt ein Loch in der Siegergeschichtsschreibung und bringt uns der Wahrheit näher. Auch ich habe die Wahrheit nicht gepachtet, aber ich habe Dokumente entdeckt und Zusammenhänge, die einfach verschwiegen werden. Und wenn man diese zusammenbringt, entsteht ein völlig neues Geschichtsbild. Deshalb folgen Sie mir auf meiner Homepage www.michaelgrant.de. Dort können Sie auch einen kostenlosen Newsletter abonnieren. Dort können Sie Videos zu meiner Hitler-Buchreihe sehen. Dort können Sie sehen, wo man meine Bücher bestellen kann. Dort kann man sehen, welche Bücher ich sonst noch geschrieben habe. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute.
Ich werde trotz Morddrohungen, trotz täglicher Drohungen, werde ich weiter an meinem Projekt arbeiten, denn ich habe meinem Großvater damals versprochen, er war in der Wehrmacht 10 Jahre lang, er war zusätzlich noch 10 Jahre lang in Gefangenschaft. Er wurde und wird heute als Wehrmachtssoldat, als Massenmörder diskriminiert. Ich habe ihm versprochen, kurz vor seinem Tod, dass ich das klarstellen werde, dass ich die Geschichte so wiedergeben werde, wie sie wirklich war und nicht, wie man sie von den Siegern uns auf und einhämmern will. In diesem Sinne alles Gute, Ihr Michael Grant. Bleiben Sie mir gewogen, empfehlen Sie mich weiter. Alles Gute.